Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Der Nachbar ist immer noch am Mähen, aber ihr seht, ich habe meinen Pulli ausgezogen, damit es nicht ganz so ausschaut, als hätte ich dieses Video kurz nach dem letzten Video gemacht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Heute geht es um Duftikusse. Was sind denn Duftikusse? Und ihr seht auch, da sind Orchideen, die habe ich euch schon mal gezeigt. Ja, richtig. Habt ihr sie erkannt? Hier die Sensation. Dann hier, die kennt ihr auch schon, das ist die Dusty Bell. Die Dusty Bell ist ein kleines Töpfchen. Im nächsten Video wird sie deutlich besser erkennbar sein, weil es steht im größeren Töpfchen vermutlich, weil die hat sehr viele schöne Blütenwurzeln und auch schöne Blüten. In dem Fall ist es ja so schön orange-rot mit gelbem Rand, so richtig toll. Und bei der Sensation ist das so ein bisschen ja, eine harmlosere, gedecktere, pastelligere, angenehmere Farbe. Aber ihr seht auch gleichzeitig, das sind alles Orchideen, die relativ klein sind, aber viele kleine Blüten ausgebildet haben. Und das ist nicht das Hauptthema, sondern die duften. Wie kann ich das einsortieren? Das riecht so. Bisschen Zitronik hätte ich jetzt fast vermutet. Die hat so diesen typisch grünen Geruch, also diesen typischen Orchideengeruch. Wenn irgendwas orchideig riecht, dann riecht das so grünlich. Meine Meinung. Die duftet jetzt nicht. Es fällt auch noch gar nicht die Uhrzeit. Mal auf die Uhr gucken. Was sagt denn die Uhr? 11:58 Uhr. Ne, in der Regel duftet die bei mir immer um 13:13 Uhr. Muss man schon genau drauf schauen auf die Uhr. Ja, vielleicht sind ganz schwache Zitronenduftnote. Die Dusty Bell. Ist auch so ein kleiner Stinker. Ich weiß auch erst, dass die eine Duftorchidee ist, als ich den Artikel für orchideenhobby.de zu dieser Orchidee geschrieben habe. Als ich bei Orchideen Wichmann so ein bisschen die Daten von der Pflanze gecheckt habe und dann stand da Duftorchidee. Aber da es bei mir meistens nachmittags erst anfängt, bei allen Orchideen so zu riechen, manchmal ist es auch vormittags. Und jetzt kommt das Lustige. Innerhalb der WhatsApp-Gruppe von orchideenhobby.de hatten wir das erst kürzlich. Ich schreibe so, hey, die duftet bei mir nachmittags. Dann kommt der nächste, sagt, bei mir duftet die morgens. Dann der nächste, hey, bei mir duftet die abends. Das heißt, wahrscheinlich liegt es einfach daran, je nachdem an welchem Fenster die Orchidee bei euch steht, ob die jetzt am Westfenster, Ostfenster oder auch am Südfenster steht, wenn die Sonne auf die Blüte scheint, wird die wahrscheinlich den Duft auslösen. Bedeutet, wo die Sonne aufgeht, duftet sie zuerst, wo die Sonne untergeht, duftet sie zuletzt, wenn sie jeweils an diesem Fenster steht. Und am Südfenster steht die Sonne natürlich am Mittag am höchsten. Und ich bin mir ziemlich sicher, am Nordfenster wird sie vermutlich am wenigsten duften. Das ist nur eine Vermutung. Wenn ihr weitere Erfahrungen habt mit so Duftorchideen oder selber solche kultiviert, weil ihr die Duftorchideen toll findet, wäre es natürlich richtig cool, wenn ihr eure Erfahrungswerte mit in die Beschreibung könnt ihr ja gar nicht, da habt ihr ja keinen Zugriff, in die Kommentare schreibt. Finde ich cool, 4 Duftorchideen, das heißt, ich könnte jetzt in jeden Raum so ein Duftbäumchen stellen. Wäre dann zu jeder Tageszeit ein anderer Duft. Aber eigentlich wollte ich ja in diesem Video gar nicht Duftorchideen machen, sondern ich wollte, jetzt ist 12 Uhr, so langsam müsst ihr euch mal ranhalten, dass ihr anfangt zu duften. Ich wollte euch diese Orchidee vorstellen, das ist die Diffusion und ihr seht hier richtig tolle rosa Blüte, wie ich meine, richtig toll, und das Blatt ist auch gemustert, das heißt, wir haben hier eine Blattschmuck-Orchidee im Bereich der Phalaenopsis. Das heißt, Duft, ein fleckiges Blatt, also ein schönes Blatt, sehr ähnlich wie hier die Dusty Bell. Und ich finde auch insgesamt, obwohl die so einen Größenunterschied haben, schauen die sich doch sehr ähnlich, was ich sehr spannend finde, wie ähnlich sich doch manche Orchideen sind. Aber das liegt einfach an der Genetik, kann natürlich auch durchaus sein. Gut, man hat einen Riesentisch mit einer Auswahl von diversen Aussaaten und dann ergibt sich hier diese Sorte, da diese Sorte, die selektiert man, dann wird sie Meristem vermehrt und dann hat man eben eine neue Sorte, die man so nutzen kann und dann dementsprechend platzieren kann. Oder es kann natürlich auch sein, dass ein
Orchideenkreuzer, ein Orchideenvermehrer, Orchideenzüchter, die gleichen Pflanzen wie sein Nachbar kreuzt und trotzdem kommt bei ihm was komplett anderes raus als beim Nachbar. Und so kann, obwohl die Eltern die gleichen sind, was anderes herauskommen, weil solange ihr zum Beispiel auch selber kein Zwilling seid, ist ja euer Bruder, eure Schwester auch komplett unterschiedlich. Ja, dann die zweite Orchidee, die ich euch heute vorstellen wollte, ist dieses wunderschöne Exemplar mit dieser fantastisch tollen Blüte. Richtig tolle Farbe, wie ich meine. Dazu gibt es auch schon den Bericht auf orchideenhobby.de, müsst ihr mal nachschauen. Und das hier ist die Phalaenopsis, muss ich kurz mal spiegeln, Sogo Fusion, Phalaenopsis Sogo Fusion, wie auch immer. Ob französisch oder nicht französisch, sie blüht auf jeden Fall wunderhübsch, très belle, très chic, aber die kleine das, die Belle ist ja hier, kleine Phalaenopsis. Die finde ich auch richtig toll von der Blüte, sehr intensive Färbung, steht hier sehr moosig, muss man sagen, und die würde ich demnächst dann auch umtopfen. Das habe ich ja schon angekündigt. Neue Orchideen gleich umtopfen, ja oder nein. Was wir auch sehen können ist, die Pflanze hat jetzt natürlich ein bisschen Probleme, was die Umstellung betrifft. Kann natürlich auch sein, dass sie schon ein bisschen länger geblüht hat. Man sieht, dass die Blüten sind hier schon sehr, sehr weit offen. Und die schmeißt jetzt Blüten. Luftveränderung ist einfach in der Kultur. Das führt dazu, dass die Pflanzen die Blüten absterben lassen. Ist so. Ist ein ganz natürlicher Prozess. Da braucht man sich keinen Kopf machen. Ja, das war so viel zu den Duftikussen und den beiden Orchideen, die ich euch noch vorstellen wollte in diesem Video. Der Nachbar hat jetzt auch aufgehört zu Rasenmähen. Könnt ihr eigentlich gleich bei mir im Garten weitermachen. Habe ja schon mal in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass ich durchaus mal einen Gärtner bräuchte in meinem Garten. Wenn man selber Gärtner ist, braucht man halt trotzdem einen Gärtner, der einfach die Arbeiten für einen macht, die so aufwendig sind. Zeitintensiv. Zeit ist Money. Genau, so viel dazu zu den Orchideen hier vor euch. Richtig cool. Hier die Sogo Fusion, wie auch immer. Dann hier die Phalaenopsis Diffusion. Oh, so viel Fusion. Die Sensation, richtig cool. Und dann hier die Dusty Belle, die kleine staubige Schönheit. Bis zum nächsten Video. Ach ja, übrigens, falls ihr dieses Projekt unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen mit einer Kanalmitgliedschaft. Der Link ist auf dem Kanal vorhanden. Dann könnt ihr das natürlich machen, indem ihr da unten auf dieses Herzchen drückt und Danke sagt. Ihr könnt natürlich auch auf die Webseite gehen und mir einen Kaffee ausgeben. Cappuccino mit Milch, mit Zucker oder einfach einen Latte Macchiato. Und das könnt ihr euch selber auswählen. Eine Tasse, 2 Tassen, 3 Tassen. Je mehr Tassen es sind, umso intensiver kann ich dieses Projekt vorantreiben. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter. Bis dahin und tschüss.